Von Musikikonen bis hin zu professionellen Athleten und Filmstars. Hier sind 11 Mitglieder des 27 Club. Nummer 11. Robert Johnson und der Ursprung des 27 Club. Robert Johnson befand sich unter den ersten Mitgliedern des 27 Clubs, bevor das Konzept aufgebaut wurde. The King of the Delta Blues ist ebenso einer der mysteriösesten Künstler der Musikgeschichte. Abgesehen davon, dass er von der Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit bekam, wurden seine Aufnahmen von 1936 und 1937 zum größten Einfluss für die Künstler, die ihm folgten. Dies war aufgrund von seinem Songwriting-Talent und seinen Gesangs- und Gitarrenfähigkeiten. Viele Rockmusiker sahen ihn als Inspiration und Eric Clapton nannte ihn den wichtigsten Bluessänger, der je lebte. Laut einer Legende verkaufte Johnson seine Seele dem Teufel in Mississippi im Austausch für seine Musiktalente. Die Umstände seines Todes im Jahr 1938 blieben unbekannt, obwohl geglaubt wird, dass er vergiftet wurde. Der Standort seines Grabes ist ebenso unbekannt. Jahrzehnte später, zwischen 1969 und 1971, verlor die Welt 4 Musikikonen: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison. Sie waren alle angesehene Künstler und alle starben im Alter von 27 Jahren, innerhalb von einem kurzen Zeitrahmen. Es handelte sich um einen Zufall, welcher zu vielen Diskussionen führte. Aber es war nicht bis zum Tod von Kurt Cobain im Jahr 1994, dass die Idee des 27 Club zu einem kulturellen Phänomen wurde. Nummer 10. Brian Jones. Jones war der Gründer, Leadgitarrist und ursprüngliche Führer der Rolling Stones. Er wählte die Bandmitglieder und den Namen aus. Jones' Drogen- und Alkoholprobleme führten dazu, dass er eine zurückgezogene Rolle der Rolling Stones bekam. Sein Kampf gegen die Sucht führte schlussendlich 1969 zu seinem Tod, als er im Pool seines Zuhauses ertrank, da er unter Einfluss stand. Nummer 9. Jimi Hendrix. Viele Musikliebhaber sehen Jimi Hendrix als einen der großartigsten Instrumentalisten an, der je gelebt hat. Er war eine Legende an der E-Gitarre und der progressive und experimentelle Sound bestimmt eine Ära. Was noch beeindruckender ist, dass Hendrix scheinbar keine Noten lesen konnte und so nur mit seinem Gehör lernte zu spielen und Farben anwendete, um sich Musik beizubringen. Abgesehen von seiner Karriere, die nur etwa 4 Jahre dauerte, hinterließ Hendrix einen unvergänglichen Eindruck. Nach seinem Album Electric Ladyland schaffte er es auf Platz 1 in den USA. Hendrix war der Headliner bei Woodstock im Jahr 1969. Ungefähr ein Jahr später starb er an einem Erstickungstod aufgrund von einer Überdosis. Nummer 8. Janis Joplin. Mit einer kräftigen Bühnenpräsenz, die mit intensiven Bluesstimmen kombiniert ist, schaffte es Janis Joplin, zu einer der großartigsten weiblichen Rockmusikern des 20. Jahrhunderts zu werden. Sie ist für ihre Coverversionen von Piece of My Heart, Cry Baby und Summertime bekannt, genauso wie für ihren eigenen Song Mercedes-Benz, wobei es sich um ihre letzte Aufnahme handelt. Joplin starb an einer Heroinüberdosis im selben Jahr, in welchem auch Jimi Hendrix starb. Nummer 7. Jim Morrison. Der charismatische Doors-Sänger sicherte sich einen Platz als einer der einflussreichsten Frontmen in der Rockgeschichte, aufgrund von vielen Faktoren. Seine wilde Persönlichkeit, unverwechselbare poetische Stimmlyrik und die Performance spielten alle eine Rolle, den Status als Rocklegende zu erlangen. Ray Manzarek, Morrisons Doors-Mitgründer, sagte einst, dass Morrison eine Hippie-Gegenkulturrebellion verkörperte. Morrison nahm 6 Studioalben mit den Doors auf. Alle verkauften sich gut und wurden von Kritikern gelobt. Morrison wurde 1960 alkoholsüchtig, was auch manchmal seine Bühnenperformance beeinträchtigte. Er wurde am 3. Juli 1971 in der Badewanne einer Wohnung in Paris, Frankreich, gefunden. Die offizielle Todesursache wurde als Herzversagen gelistet, aber es wurde keine Autopsie durchgeführt, da es das französische Gesetz nicht forderte. Nummer 6. Kurt Cobain. Kurt Cobain wird häufig als einer der einflussreichsten und ikonischsten Musiker aller Zeiten gesehen. Nirvana, die Band, die er gründete, wurde bei der Generation X mit Alben wie Bleach, Nevermind und In Utero sehr beliebt. Die Band kam dann zu immensem kommerziellen Erfolg durch deren Hit Smells Like Teen Spirit. Cobain wurde als die Stimme seiner Generation gesehen, eine Position, die ihm bald schadete.
Er glaubte, dass die Öffentlichkeit seine Nachricht und artistische Vision fehlinterpretierte. Gegen Ende seines Lebens kämpfte er gegen Depression und Heroinsucht. Der persönliche und professionelle Druck des Ruhms wurde bald schon zu viel für Cobain. Er starb am 5. April 1994 an einer selbst zugeführten Schusswunde am Kopf. In seinem Abschiedsbrief sprach er über die Liebe zu seiner Frau Courtney Love und deren Tochter Frances. Er adressierte den Brief an seinen imaginären Kindheitsfreund namens Buddha und endete ihn mit dem Zitat aus Neil Youngs Song "It's better to burn out than to fade away". Cobains Tod belegte die Legende des 27 Club, speziell aufgrund von einem Interview, welches seine Mutter mit The Daily World machte. Sie sagte, nun ist er von uns gegangen und trat diesem bescheuerten Club bei. Ich sagte ihm, diesem Club nicht beizutreten. Das führte zu einigen Verschwörungstheorien, inklusive der, dass Cobain seinen Tod absichtlich so timte, sodass er dem Rang anderer berühmter Künstler, die mit 27 Jahren starben, beitreten konnte. Nummer 5. Reggie Lewis. Zwischen 1987 und 1993 spielte Reggie Lewis für die NBA Boston Celtics. Während seinen letzten 2 Saisonen mit dem Team schaffte es Lewis, 20,8 Punkte pro Spiel zu erreichen und im Jahr 1992 wurde er ausgewählt, in dem NBA All-Star Game zu spielen, welches in Orlando, Florida stattfand. Während einem Nebensaisontraining im Juli 1993 litt Lewis an einem Herzstillstand auf dem Basketballfeld. Er hatte bereits schon Probleme in den vorherigen Monaten und er brach auch schon während einem Spiel gegen die Charlotte Hornets zusammen. 2 Polizisten, die ihre Routinekontrolle der Universität durchführten, wo das Training stattfand, versuchten Lewis wiederzubeleben, aber es gelang ihnen nicht. Die Todesursache wurde als Herzfehler namens hypertrophe Kardiomyopathie festgelegt. Später wurde geglaubt, dass Kokainmissbrauch an Lewis' Tod beitrug. Nummer 4. Anton Yelchin. Anton Viktorowitsch Yelchin wurde am 11. März 1989 in Leningrad, Sowjetunion, geboren. Er war nur 6 Monate alt, als seine Eltern in die USA flohen, wo ihnen Flüchtlingsstatus geboten wurde. Yelchin war sehr talentiert im Eislaufen, wobei es sich um den Beruf seiner Eltern handelte. Er spielte in einer Punkband und wurde zum Schauspieler, am bekanntesten für seine Rolle als Pavel Tschechow in den 3 Star Trek-Filmen. Yelchin starb im Juni 2006 bei einem Unfall. Er stieg aus seinem Auto aus und ließ es auf der Straße stehen, bei welcher es sich um eine Straße mit Neigung handelte. Das Auto rollte dann nach hinten los und zerquetschte ihn zwischen einer Säule und einem Sicherheitszaun. Er wurde später am selben Tag noch aufgrund von traumatischem Erstickungstod für tot erklärt. Nummer 3. Pat Tillman. 1998 in der NFL Draft schnappten sich die Arizona Cardinals Patrick Daniel Tillman für die Verteidigung. Obwohl er nur 1,80 Meter groß war, war er ein ausgezeichneter Linebacker aus Arizona. Er spielte für 3 Saisons für die Cardinals. Nach 9/11 lehnte Tillman einen 3-Jahres-Vertrag für $3,6 Millionen mit den Cardinals ab, um der US Army beizutreten. Sein Bruder Kevin gab seine professionelle Baseballkarriere ebenso auf, um dasselbe zu tun. Sie wurden einem Ranger Battalion zugeschrieben, welcher in Irak stattfand. Sie schlossen dann die Rangerschule in Fort Benning im November 2003 ab. Pat Tillman wurde sofort wieder nach Afghanistan geschickt und im April 2004 wurde berichtet, dass er von feindlichen Truppen getötet wurde. Kontroverse folgten nach seinem Tod als Resultat für die Untersuchungen, die von dem US-Kongress und dem Department of Defense eingeleitet wurden. Es wurde herausgefunden, dass Tillman bei Beschuss durch seine eigene Truppe umgebracht wurde und es wird geglaubt, dass diese Information Wochen nach seiner Beerdigung veröffentlicht wurde. Tillman bekam nach seinem Tod den Silver Star und das Purple Heart verliehen. Nummer 2. Jean-Michel Basquiat. Er kam erstmalig als eine Hälfte des Samo zu artistischem Ruhm, wobei es sich um ein Graffiti-Duo handelt, welches Epigramme in Manhattans Lower East Side in den 1970ern schrieb. In den 1980ern wurden Basquiats Kunstwerke in Galerien und Museen auf der ganzen Welt ausgestellt. Seine Arbeiten zeigten häufig gegensätzliche Konzepte, wie zum Beispiel Reichtum im Vergleich zu Armut oder Integration und Abtrennung. Seine Werke beinhalteten auch Sozialkommentare in der Form von Angriffen auf Machtstrukturen und Systeme des Rassismus. Basquiat starb im Jahr 1988 in seinem Manhattan-Studio aufgrund von einer Heroinüberdosis.
Im Mai 2017 brach einer seiner Gemälde, welches einen gebrochenen Schädel aufweist, den Rekord aller amerikanischer Künstler bei einer Auktion, als es für 110,5 Millionen Dollar verkauft wurde. Nummer 1. Amy Winehouse. Amy Winehouse war für ihre tiefe Altstimme bekannt und dafür, einige Musikgenres in ihren Songs zu mischen, wie Jazz, Soul und Rhythm and Blues. Mit Back to Black, ihrem zweiten Studioalbum, wurde sie zur ersten Britin, die 5 Grammy-Auszeichnungen im Jahr 2008 gewann. Obwohl sie ein Mainstream-Superstar war, kämpfte Winehouse in ihrem persönlichen Leben mit Drogenmissbrauch und Geisteskrankheiten. Laut ihrer Familie begann ihre Sucht mit dem Tod ihrer Großmutter im Jahr 2006. Winehouse selbst gab in Interviews zu, dass sie Probleme mit Depressionen, Essstörungen und Selbstverletzungen hatte. Am 23. Juli 2011 starb sie an einer Alkoholvergiftung. Es wurde berichtet, dass 3 Jahre zuvor Winehouse ihre Angst mitteilte, mit 27 zu sterben. Back to Black wurde nach ihrem Tod zum bestverkauften Album des 21. Jahrhunderts in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abgesehen davon, dass all diese Menschen mit 27 Jahren starben, denkst du, dass es noch etwas anderes gibt, das sie verbindet? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.